Haben Sie schon einmal von André dem Riesen gehört? Wussten Sie, dass er der größte Mensch und der berühmteste Wrestler der Welt war? Sehen Sie das Video bis zum Ende und Sie erfahren die ganze Geschichte seines kurzen Lebens, sowie wie seine Tochter heute lebt und ob sie wirklich genauso riesig ist wie ihr Vater. Sind Sie bereit? Dann legen wir los. Kindheit und Jugend. André René Roussimoff wurde am 19. Mai 1946 in der kleinen französischen Stadt Coulommiers als Sohn bulgarisch-polnischer Einwanderer geboren, ein Jahr nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Er war das dritte Kind in einer kinderreichen Familie und wuchs auf einem Bauernhof zusammen mit seinen beiden Brüdern Antoine und Jacques sowie den Schwestern Helene und Marisette auf. André war nicht immer von riesiger Statur. In seiner Kindheit war er ein völlig normales, unauffälliges Kind. Doch mit 12 Jahren war er so groß geworden, dass er nicht mehr auf den Sitz des Schulbusses passte. Die Eltern sahen in der enormen Größe ihres Sohnes nichts Schlechtes, denn mit solchen Ausmaßen konnte André Pima im Haushalt viel nützlicher helfen. André wollte Gitarre spielen lernen, aber letztlich konnte er sich diesen Traum nicht erfüllen, weil seine Finger zu groß und zu dick waren. Auch in die französische Armee wurde André nicht aufgenommen. Bei der medizinischen Untersuchung sagte man ihm, er sei zu groß und es gäbe keine passende Uniform für ihn. Mit 17 Jahren war er bereits 1,90 Meter groß und wog 130 Kilogramm. In diesem Alter entschied sich André, mit dem Wrestling anzufangen, das damals sehr populär wurde. Der Beginn der Karriere. Nach seinem Umzug nach Paris beschloss André, sein Leben zu verändern und nahm einen Nebenjob als Lastenträger an. Gleichzeitig begann er mit dem Training, um seinen lang gehegten Traum zu verwirklichen, ein berühmter Wrestler zu werden. Er trat unter dem Pseudonym Jean Ferré auf und arbeitete mit dem Promoter Frank Valois zusammen. Dieser organisierte für ihn Kämpfe in Frankreich, Großbritannien, Australien und afrikanischen Ländern. André nahm ständig an Kämpfen teil und besiegte jedes Mal seine Gegner. Seine einzigartigen körperlichen Voraussetzungen ließen den Gegnern keine Chance. Genau dort wurde das Monster Roussimoff, wie André genannt wurde, von dem franco-kanadischen Kämpfer Edouard Carpentier entdeckt. Er brachte überzeugende Argumente vor, die Andrés Eltern dazu bewegten, ihm die Ausreise nach Kanada zu erlauben, da ihn dort große Perspektiven erwarteten. Im Jahr 1970 reiste Roussimoff nach Japan, wo er erstmals unter dem Namen Monster André bekannt wurde. Während der medizinischen Untersuchungen in Japan wurde bei ihm die Diagnose Akromegalie gestellt. Diese Krankheit ist durch eine verstärkte Produktion des Wachstumshormons gekennzeichnet, die selbst nach Erreichen des Erwachsenenalters nicht aufhört. Infolgedessen vergrößern sich die Körpermasse eines Menschen. Ähnliche Probleme hatten auch so bekannte Wrestler und Schauspieler wie Igor Kowinski, Big Show und Giant Gonzalez. 2 von ihnen starben, bevor sie 50 Jahre alt wurden. Die Ärzte warnten André, dass er ohne eine Operation möglicherweise nicht einmal 40 Jahre alt werden würde. Doch der Wrestler fürchtete, das zu verlieren, was ihn zum Star gemacht hatte, seine außergewöhnlichen körperlichen Voraussetzungen. Er beschloss, sein Schicksal anzunehmen und so lange zu leben, wie es ihm bestimmt war. Beliebtheit und Filmauftritte. André wählte das Pseudonym Giant und begann eine Zusammenarbeit mit der WWF. Im Ring präsentierte er sich dem Publikum als unbesiegbarer Riese. Seine Rivalität mit John Studd und Killer Khan zog die Aufmerksamkeit der Zuschauer auf sich. Er wurde das 8. Weltwunder genannt. Mit Hulk Hogan bestritt der Gigant 2 Kämpfe. 1987 erlitt er eine Niederlage, doch ein Jahr später errang er den Sieg und erhielt ein hohes Preisgeld. Wegen seiner fortschreitenden Krankheit fiel es André immer schwerer, sich ihr am Ring zu halten, weshalb er oft zu Teamshows eingeladen wurde. Parallel zu seiner Sportkarriere trat André auch hier im Kino auf. Dem Publikum blieb er durch seine Rollen als Nestor Vargas in Zorro und Dagot in Conan der Zerstörer in Erinnerung. Doch die beliebteste Rolle des Schauspielers wurde Verzeek im Märchenfilm Die Brautprinzessin. Im Film sollte der Riese die von Robin Wright gespielte Heldin auffangen, doch wegen einer überstandenen Wirbelsäulenoperation musste er eine Sicherung verwenden. Das tat dem Eindruck des Films jedoch keinen Abbruch. Die Knochenerkrankung bereitete dem Mann Schmerzen, die er mit Alkohol zu betäuben versuchte. Dafür wurde ihm der inoffizielle Titel des größten Trinkers verliehen. Seine Freunde sagten, dass André an einem Abend zwischen 119 und 156 Dosen Bier trinken konnte. Der größte Trinker? In Kanada erhielt André den Spitznamen André the Giant, der ihn bis zum Ende seines Lebens begleitete. Er errang Siege und machte rasch Karriere. Im Jahr 1974 wurde er als der bestbezahlte Wrestler seiner Zeit ins Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen. Doch hinter seinem Rücken nannte man ihn den größten Trinker der Welt. Der Spitzname kam nicht von ungefähr. Nur wenige konnten von sich behaupten, in 6 Stunden 42 Liter Bier trinken zu können. In einer der Dokumentationen bestätigten 2 Bekannte von André, dass sie persönlich gesehen hätten, wie er an einem Abend mehr als 73 Liter Bier getrunken habe. Wahrscheinlich wurde der berühmteste Vorfall in der Karriere des Trinkers André der Abend, an dem er in der Hotellobby saß, 127 Dosen Bier trank und direkt am Tisch einschlief.
Die Hotelangestellten versuchten, den Riesen von seinem Platz zu bewegen, mussten ihn aber schließlich dort sitzen lassen, wo er war, bis André am nächsten Morgen von selbst aufwachte. Nicht wie alle anderen. Eine im Jahr 2018 gedrehte Dokumentation warf ein Licht auf die Gründe, warum André einen solchen Lebensstil gewählt hatte. Es stellte sich heraus, dass er ständig Schmerzen hatte, besonders am Rücken und in den Knien. Seine Gelenke hielten dem enormen Gewicht und der Größe nicht stand. Andrés Probleme hätten teilweise durch eine Operation an der Hypophyse gelöst werden können. Sie hätte das Wachstum stoppen und dem Körper die Möglichkeit geben können, sich entweder selbst oder mit Hilfe weiterer Operationen anzupassen. André lehnte diese Idee jedoch kategorisch ab. Seine gesamte Karriere, sein ganzes Leben basierten darauf, dass er so riesig war, und sich operieren zu lassen, um sein Wachstum zu stoppen, erschien ihm als völlig falsche Entscheidung. Ständige, manchmal unerträgliche Schmerzen waren nicht Andrés einziges Problem. Die gesamte Umgebung war für Menschen von kleinerer Statur ausgelegt. In einem normalen Auto zu fahren war unmöglich und selbst einen Aufzug zu betreten war problematisch. André musste ein Haus bauen, in dem alles, von den Türrahmen bis zu den Möbeln, maßgeschneidert auf seine gigantischen Ausmaße angefertigt wurde. Entschuldigen Sie bitte. André brauchte Kleidung und Schuhe, die nach seinen individuellen Maßen angefertigt wurden. Die Werkstätten bemühten sich, die enorme Belastung auf die Füße eines so großen und schweren Menschen zu berücksichtigen. Während Flugreisen musste André 2 Sitze einnehmen und der Gang zur Toilette an Bord war für ihn unmöglich. Er passte nicht in die Kabine. Um irgendwie Abhilfe zu schaffen, musste die Crew André mit einem Tuch abschirmen und ihm einen Eimer zur Verfügung stellen, damit er die Toilette benutzen konnte, ohne seinen Sitz zu verlassen. Diese Situationen trugen wenig zu seinem Selbstbewusstsein bei. Ständige Erinnerungen daran, dass er anders war als die anderen, verletzten ihn. Einerseits basierte seine gesamte Karriere auf diesem Unterschied, andererseits wurde ihm täglich vor Augen geführt, dass er in der normalen Welt keinen Platz hatte. Diese Zwiespältigkeit trieb André ständig zum Alkohol, der für ihn der einzige Weg war, der Realität zu entfliehen. So dachten seine Freunde. Ein früher Tod. André the Giant, der bestbezahlte Wrestler der Welt, war von herausragenden Sportlern und Schauspielern umgeben. Zu seinen Freunden zählten Muhammad Ali, Arnold Schwarzenegger und Peter Maivia, der Großvater des Hollywood-Stars Dwayne Johnson. Der Sportler verstarb am 19. Mai 1993 in einem Hotel, in das er zur Beerdigung seines Vaters gereist war. Die Todesursache war Herzversagen. Der Körper konnte die Belastung bei einem Gewicht von 255 Kilogramm und einer Größe von 224 Zentimetern nicht mehr aushalten. Der Ringer beendete seine Karriere im Jahr 1992 und trat nicht mehr am Ring auf. Die Familie wollte den Giganten neben seinem Vater beerdigen, doch laut Testament wurde der Körper kremiert und die Asche auf der Ranch des Wrestlers in El Abe verstreut. Dort verbrachte André gerne Zeit, widmete sich der Pflege der Tiere und spielte mit seinem geliebten Hund. Nach dem Tod von André the Giant ging sein gesamtes Vermögen an seine Tochter Robin über. Zu Lebzeiten hatte der Wrestler wenig Kontakt zu ihr und wollte sie eigentlich nicht anerkennen, da er nie mit ihrer Mutter verheiratet war. Privatleben. Über das Privatleben von André the Giant, über das nur wenig bekannt ist, ist sicher, dass er niemals offiziell verheiratet war. Dennoch hatte er eine Tochter mit Gene Christensen, Robin Christensen Rusimov. André, der an Alkoholabhängigkeit litt, verbrachte kurze Zeit mit Gene, einer ehemaligen Model, die später als Journalistin arbeitete. Ihre Beziehung erwies sich als wenig beständig und es ist unklar, ob sie jemals offiziell geheiratet haben. Obwohl es Hinweise darauf gibt, dass irgendeine Form einer Hochzeitszeremonie stattgefunden hat, existieren dafür keine rechtlichen Belege. Wahrscheinlich trennten sie sich lange bevor ihre gemeinsame Tochter geboren wurde, deren Geburt für beide Seiten eine Überraschung war. Jean teilte ihre Erinnerungen Anfang der 90er Jahre mit einem Reporter und erzählte, dass sie geglaubt hatte, ihr Partner sei unfruchtbar. André bestritt zunächst die Vaterschaft und es war ein Bluttest erforderlich, um seine Beteiligung an der Geburt des Mädchens zu bestätigen. Anschließend begann er, Jean Unterhalt in Höhe von $750 pro Monat zu zahlen. Später erhöhte er diesen Betrag auf $1.000. Robin Christensen Rusimova. Robin Christensen Rusimov wurde im Jahr 1979 geboren. Trotz der Anerkennung von Robin hatte der berühmte Vater nur selten Kontakt zu seiner Tochter und leistete nur sehr bescheidene finanzielle Unterstützung. Laut Gene Christensen hatte Robin ihren Vater bis zum 12. Lebensjahr nur 4-mal gesehen, einmal als Säugling, das zweite Mal im Alter von etwa 1,5 Jahren, das dritte Mal mit 4 Jahren und das letzte Mal im November 1991, wobei das Treffen nur 5 Minuten dauerte. Als Robin älter wurde, wurde ihr bewusst, dass ihr berühmter Vater für sie praktisch ein Fremder blieb. In einem Interview bemerkte sie, er ist irgendwie mein Vater, aber gleichzeitig auch nicht. Verstehen Sie? Auch als Erwachsene hatte Robin weiterhin zwiespältige Gefühle gegenüber ihrem Vater. Sie bemühte sich, mehr über ihn zu erfahren, indem sie mit seinen Wrestling-Kollegen sprach, aber wie sie 2015 in einem Gespräch mit CBS Sports zugab, wenn du nicht zu dieser Branche gehörst, ist es äußerst schwierig, Offenheit zu erreichen.
Trotzdem hielt Robin es für möglich, dass ihre Beziehung zu André enger hätte werden können, wenn er länger gelebt hätte. Dennoch hat André sich in seinem Testament um seine Tochter gekümmert und ihr einen erheblichen Anteil der Einnahmen aus dem Verkauf seiner Waren hinterlassen, von denen sie bis heute profitiert. Was die äußerliche Ähnlichkeit von Robin mit André betrifft, so ist sie offensichtlich. Kleine Augen, ein massives Kinn und ausgeprägte Wangenknochen. Auch Anzeichen von Gigantismus spiegeln sich in ihrem Aussehen wider. Robin ist 1,80 Meter groß und wiegt über 100 Kilogramm. Heute ist Robin unter dem Spitznamen Tochter von Andre the Giant bekannt, den sie angenommen hat, als sie den Weg ihres Vaters Poman I Am Wrestling fortsetzte. Bei ihrer Arbeit in der WWE verdient sie etwa $500.000 pro Jahr. Im Gegensatz zu ihrem legendären Elternteil ist Robin jedoch nicht so öffentlich präsent und meidet den Kontakt zur Presse. Ihr Privatleben hält sie streng geheim und es ist bekannt, dass sie nie verheiratet war. Im Jahr 2024 feierte Robin ihren 45. Geburtstag und genießt das Leben. Sie schätzt ihre Freiheit und reist oft, wobei sie gesellschaftliche Normen ignoriert. Ein Film zum Gedenken an ihren Vater? Laut CBS Sports ist Robin aktiv an allen Projekten beteiligt, die mit der Nutzung des Namens oder des Abbilds ihres Vaters Andre the Giant zu tun haben, sei es bei Videospielen oder Merchandise-Artikeln. Sie pflegt außerdem eine enge Verbindung zur WWE. Im Jahr 2017 besuchte Robin eine WWE Smackdown-Veranstaltung, bei der sie Natalya Neidhart traf, die Tochter eines der ehemaligen Rivalen von Andre, Jim Neidhart. In einem Interview mit Sports Illustrated One im Jahr 2020 sprach Robin über die bekannteste Filmrolle ihres Vaters. Sie gab zu, dass sie zum ersten Mal von seiner Mitwirkung am Film Ton die Braut des Prinzen aus dem Jahr 1987 erfuhr, als sie ihn auf der Leinwand in der Rolle des Riesenfettzieg sah. Als meine Mutter mich in diesen Film mitnahm, erinnere ich mich noch genau an den Moment, als sie beschlossen, Buttercup zu entführen. Damals rief ich aus: „Das ist mein Papa!" Erinnerte sich Robin. Ihr Vater war unglaublich stolz auf diese Rolle. In gewisser Weise hat er sich selbst in dieser Figur verkörpert. Er war so freundlich, jeder hat so viel Herzblut in seine Arbeit gesteckt und das war offensichtlich. Außerdem erwähnte Robin, dass ihr Vater mit so talentierten Schauspielern wie Mandy Patinkin und Cary Elwes zusammenarbeitete, der sie später zu einer Filmvorführung in Brooklyn einlud. Von all den Menschen, mit denen er in der Welt des Wrestlings und der Filmindustrie gearbeitet hat, war Cary derjenige, mit dem ich besonders gerne über meinen Vater spreche, teilte Robin CBS Sports mit. Im Jahr 2018, als der Dokumentarfilm Andre the Giant erschien, gab Robin mehrere Interviews. Insbesondere äußerte sie die Hoffnung, dass der Film den Fans helfen würde, besser zu verstehen, was für ein Mensch ihr Vater war, nicht nur als Andre the Giant, sondern einfach als Mensch. Diese Persönlichkeit hatte für mich nie eine große Bedeutung, sagte Robin. Wenn ich ihn sah, war er mein Papa, denn ich erlebte ihn abseits des Rings. Ich habe die Kämpfe nicht verfolgt, aber ich habe ihn hinter den Kulissen gesehen, deshalb habe ich ihn davor und danach gesehen, aber nicht währenddessen. Er war wirklich ein sanfter Riese. Robin Christensen-Roussimoff ist zu einer wahren Fortsetzung von Andre the Giant geworden, trotz ihrer komplizierten Beziehung zu seinen Lebzeiten. Niemand ist vor Fehlern gefeit. Und vielleicht ist er jetzt, wenn er vom Himmel auf seine Tochter blickt, wirklich stolz auf sie.